Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Safeguard Medical ein paar Produkte aus der Blizzard-Serie. Jeder kennt's, jeder hat's in seinem Auto oder sollte es in seinem Auto haben. Die Rettungsdecke gehört in den Verbandskasten mit rein und natürlich auch in den Medic-Rucksack. Eine Warnung vorab, dieses Video wird sehr kruspelig und sehr laut. Ihr solltet, wenn ihr das mit Kopfhörern anhört, den Ton gleich ein bisschen runterdrehen oder eben die Kopfhörer ausstecken und das per Lautsprecher hören, denn das ist natürlich alles hier extrem folienhaltig. Ja, Safeguard Medical hat ein paar Produkte für Unterkühlung, Hypothermie, und zwar eine Traumadecke, eine Rettungsdecke, einen Schlafsack, eine Weste und noch eine Mütze mit dazu. Das sind jetzt nur ein paar Produkte, die gibt es auch noch mal in verschiedenen Varianten, haben zum Teil auch NSN-Nummern, werden also auch vom Militär ausgegeben, zum Teil auch nicht nur für die Medic-Ausrüstung, sondern auch für Überlebensausrüstung. Denn genau dafür ist es nämlich auch gedacht, nicht nur für euren Medic-Rucksack, das ist hier in unseren Gefilden und gerade bei den Temperaturen, die wir aktuell haben, da reicht wahrscheinlich die einfache Rettungsdecke. Aber wenn man halt irgendwo arbeiten muss, wo man auch von der Wetterlage her deutlich tiefere Temperaturen hat, was weiß ich, bei der Bergwacht oder sonst irgendwo, wo auch bei einer Schneelage eine Unterkühlung schneller auftreten kann, dann sind die Produkte hier perfekt. Bei der Blizzard-Serie wird ein Material eingesetzt, das nennt sich Reflex Cell, steht hier auch auf der Mütze oben drauf. Im Endeffekt ist das ein reflektierendes Material. Ihr kennt das ja auch von der Rettungsdecke. Man hat hier einmal die alufarbene Seite innen und außen dann entweder orange oder oliv bei den Produkten. Zwischendrin ist hier aber ein Kern, der im Endeffekt nochmal Luft speichert. Das wird hier auch mit Fäden auseinandergehalten und dadurch entsteht dann diese Struktur. Und das kann man wirklich deutlich merken, wenn ich das jetzt mal aufsetze. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen albern aussieht, innerhalb von 2 Sekunden merke ich sofort, wie die Temperatur oder wie die Wärme von meinem Körper zurückgestrahlt wird. Also das ist auf jeden Fall eine super coole Sache oder super warme Sache gegen Unterkühlung. Jetzt schauen wir aber mal, was wir noch haben. Wir haben ja hier die Traumadecke. Die Traumadecke ist so das Kernprodukt, sage ich mal. Ist auch am universellsten. Beim Schlafsack hat man natürlich eher eine Tüte, kann man dann auch nur als Schlafsack verwenden. Die Traumadecke wäre dann natürlich auch nutzbar, um zum Beispiel irgendwie mal einen Höhleneingang oder sonst irgendwas in der Survival-Lage abzuhängen oder eben halt auch mehrere Personen damit zuzudecken. Wir haben hier ein Packmaß von 20 x 11 x 4,5 cm und 450 Gramm Gewicht. Ihr seht, das Ganze ist vakuumverpackt, relativ klein. Ich habe euch das da hier schon einmal ausgepackt, damit ihr auch mal sehen könnt, wie das Ganze hier ausgepackt aussieht. Vorsicht laut. Mit einer Länge von 2,40 Meter und einer Breite von 2,35 Meter, da kriegt man auf jeden Fall ordentlich was drunter. Und ihr seht es hier auch schon von der Struktur. Das ist in so einer gefalteten Struktur, die sich auch, ja, man muss es wirklich auseinanderziehen. Also wenn ihr das auspackt, dann werdet ihr merken, die ist relativ schmal und die kann man dann hier weit auseinanderziehen, um dann das Maximale an der Breite rauszuholen. Oder eben, wenn ich das um den Körper wickel, dann durch diese Struktur liegt es ganz eng an am Körper und dadurch geht natürlich überhaupt keine Wärme verloren. Hinzu kommt natürlich der perfekte Wetterschutz nach außen. Das heißt, Wind, Regen, Schnee kann nicht rein, ist absolut dicht. Und die Wärme wird reflektiert. Hier bei der Traumadecke habt ihr hier nochmal den Vorteil, dass ihr hier an der Außenseite auch nochmal einen Klebestreifen habt. Das heißt, auch das ist als Schlafsack nutzbar. Ist natürlich unten nicht zu, wie jetzt bei dem Schlafsack, aber ihr habt hier die Möglichkeit, auch einen Schlafsack draus zu bilden. Zieht ihr hier einfach den Schutzfilm ab und dann könnt ihr das auf der anderen Seite verkleben und dadurch habt ihr dann einen Schlafsack. Hinzu kommt zu einer normalen Rettungsdecke, die ja in der Regel Silber-Gold ist, habt ihr hier einmal Silber auf der Innenseite und Oliv auf der Außenseite, also auch in einer Survival-Lage habt ihr hier die Möglichkeit, euch dann auch ein bisschen abzutarnen damit. Ja. Gut, dann packen wir einmal den Schlafsack aus, dann seht ihr auch mal, wie das Ganze hier vom Packmaß auseinandergeht. Der Schlafsack wiegt ungefähr 350 Gramm und hat eine Breite oder eine Länge von 230 cm und 78 cm in der Breite, also deutlich schmäler als die Decke. Vom Gewicht her fast gleich, aber eben einfach nochmal eine Möglichkeit, um eine Alternative zur Decke zu haben.
Schauen wir es uns an. So, ihr seht, das ist einmal komplett gefaltet. Muss man natürlich dann erstmal in aller Ruhe auseinanderfalten. Das ist natürlich eine feine Sache, gerade fürs Survival- oder Bug-Out-Bag-Gepäck, dass ihr da nicht viel Platz im Rucksack verbraucht. Vom Gewicht her ist es natürlich schon nicht so wenig, aber wenn ich mir das überlege, wie die Wärmeratio hier bei den Dingern ist, das kriegt man auch nicht mit 2, 3 Rettungsdecken hin. So. Hier seht ihr es auch wieder. Einmal auseinanderziehen. Ich mache das jetzt mal nicht bis unten hin. Und oben habt ihr hier den Eingang nochmal mit einer Folie und einem Zugband. Das heißt, da könnt ihr auch das Ganze dann zuziehen. Ich zeige euch auch gleich nochmal, wie das Ganze aussieht, wenn ich selber drin liege. Zurück am Tisch wollen wir euch noch einmal die mobilen Produkte zeigen. Im Endeffekt ist es einmal die Mütze und einmal die Überlebensweste. Die Überlebensweste seht ihr ja hier schon, die ist nochmal ein ganzes Stück kompakter. Hier habt ihr ein Gewicht von 450 Gramm, also schwerer tatsächlich als der Schlafsack. Ausgepackt ist die Jacke 120 cm mal 160 cm im Umfang, also sollte auch jedem passen im Endeffekt, und gepackt 15 mal 11 mal 3 cm. Sehr, sehr schönes kleines Packmaß. Gehen wir einmal rein und schauen mal, wie diese Weste so kommt. So. Ich frage mich gerade, wer auf die Idee gekommen ist, bei Außentemperaturen von 38 Grad Thermosachen zu zeigen. Aber tatsächlich lieber jetzt und vorbereitet sein, wenn es kalt wird. Gerade auch wenn uns hier das Gas abgestellt wird, als dann erst anzufangen zu suchen, wenn es soweit ist. So. Ich muss gestehen, mit der Decke und dem Schlafsack, da haben wir bereits Erfahrung. Die Weste sehen wir jetzt zum ersten Mal. Da haben wir auch nur ein Exemplar. Das heißt, die packen wir jetzt gerade auch zum ersten Mal aus. Deswegen muss ich jetzt erstmal schauen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, ich habe es verstanden. Okay, das wird jetzt sehr laut werden für euch mit dem Mikrofon. Ich probiere es einfach mal. Das erinnert mich ein bisschen ans Haarefärben von meiner Frau. Da habe ich auch immer so Folien über den Händen. Okay, so, mein Kameramann ist jetzt wahrscheinlich taub. Das tut mir wahnsinnig leid, aber man muss es ja einfach mal zeigen. So sieht das Ganze am Körper aus. Ich versuche mich jetzt mal möglichst wenig zu bewegen, damit ihr den Ton auch gescheit mitbekommt. Ihr habt es eben gesehen, das Ding ist eine Schlupfjacke. Die Ärmel sind im Endeffekt improvisiert. Die könnte man auch abschneiden im Zweifelsfall, wenn ich dann nur eine Weste haben will, um einfach den Rumpf warm zu haben. Und das jetzt in Kombination mit der Mütze. Sieht zwar wahrscheinlich lustig aus, aber ich sage euch eins, das ist echt warm. Also ich glaube, wir kriegen gleich ein anderes Problem, nicht Unterkühlung, sondern Überhitzung, aber das funktioniert auf jeden Fall. Hier habt ihr eben gesehen, da ist auch eine Kapuze mit dabei.
Das heißt, hier kann man wirklich Kenny spielen. Mein Kameramann lacht sich gerade kaputt hier, aber ich sage euch eins, auch wenn es albern aussieht, es ist extrem warm hier drin. Also man merkt wirklich, wie sofort die Hitze reflektiert wird. Sehr, sehr gutes Produkt. So, dann habt ihr das auch mal gesehen. Ja, dann würde ich sagen, das bringt uns auch schon direkt zum Fazit, weil im Endeffekt mehr gibt es dazu nicht zu sagen, denn diese Produkte sprechen für sich selbst. Ihr solltet sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Vom Preis her sind sie natürlich etwas teurer als eine einfache Rettungsdecke, aber unserer Meinung nach auf jeden Fall ihr Geld wert. Wir haben in unserem Survival Kit auf jeden Fall immer die Traumadecke mit dabei, einfach aus dem Grund, um nochmal einen Notschlafsack zu haben. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen in einem Smog zum Beispiel nochmal als Notschlafsack oder eben für Aufklärungsmissionen irgendwo, wo Lautstärke jetzt vielleicht gerade keine Rolle spielt, denn laut ist es natürlich, aber als Notlösung, bevor man erfriert, perfekt gelöst. Die Blizzard-Produkte von Safeguard Medical bekommt ihr bei Vero, der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Setzt ihr das auch ein? Arbeitet ihr bei der Bergwacht oder habt das in eurem Survival-Bugout-Bag mit dabei? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.